Wer mir auf Twitter folgt, hat bestimmt schon mitbekommen, dass ich mir vor kurzem einen Serverschrank bzw. einen Rack zugelegt habe. Was ich darin bisher verbaut habe, seht ihr gleich. Viel Spaß! Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, mir einen Rack anzuschaffen, um Router, Server und Co. ordentlich unterzubringen. Ich weiß nicht, ob man nur als Informatiker so etwas toll findet, aber ich fand Serverschränke schon immer cool. Da ich nicht unendlich viel Platz habe und ich die teure Elektronik weder in den Keller noch auf den heißen Dachboden stellen wollte, habe ich mich für einen 22HE Rack entschieden. Dieses findet so ohne Probleme nämlich neben dem Schreibtisch Platz. Nachdem ich den Serverschrank online bestellt hatte, kam dieser nach wenigen Tagen per Spedition bei mir an. Das ganze Paket stand auf einer Palette und wog laut Aufschrift über 80 Kilogramm. Gut, dass ich das Ganze nicht fertig montiert bestellt habe. So konnte ich nämlich alle Teile in die erste Etage tragen und direkt dort montieren. Damit der Schrank beweglich ist, habe ich zudem 4 Schwerlastgelenkrollen montiert, welche ich im nächsten Baumarkt besorgt habe. Diese sind billiger, aber dennoch belastbarer als die etwas besseren Bürostuhlrollen vom Gehäusehersteller. In den letzten Wochen habe ich bereits einiges in das Rack eingebaut. Dazu gehören auch 2 Lüfter für die Abwärme. Die 2 NZXT-Lüfter habe ich noch von meinem Crypto-Miner-Projekt übrig, welche erstmal genug für Luftdurchsatz bieten und ebenfalls leise sind. Allgemein muss ich das Rack so leise wie möglich betreiben, da das Ganze ja in einem Wohnraum steht und sonst stören würde. Einer der ersten und auch wichtigsten Komponente, die ich verbaut habe, ist ein neuer Switch von TP-Link mit 24 Gigabit Ports. Dieser ersetzt den davor schon überfüllten 8-Port Desktop Switch. Ich habe mich hier für ein relativ einfaches Unmanaged Modell entschieden, welches alle Funktionen bietet, die ich benötige und somit auch preislich in Ordnung ist. Ich habe über einen Managed Switch nachgedacht, aber mich bewusst dagegen entschieden, da ich die extra Funktion einfach nicht nutzen würde. Nach der Kabeldurchführung folgte das Kernstück meines Netzwerkes, nämlich mein selbstgebauter Router, den ich vor einigen Jahren in einem 1HE-Gehäuse aufgebaut habe. Wer darüber mehr wissen möchte, kann sich gerne das Video von damals ansehen. Link dazu gibt es oben in der Infokarte sowie in der Videobeschreibung. Der Router kümmert sich um die Grundfunktionen des Netzwerkes wie DHCP und Co. sowie die Bündelung beider Internetanschlüsse per VPN, wodurch meine komplette Traffic zudem verschlüsselt ist. Unter dem Router ist momentan mein Satellitendecoder-Server montiert, welcher auf Windows läuft und Signale von Wettersatelliten, vor allem im L-Band, in Bilder umwandelt. Dieser ist im Moment leider selten in Betrieb, bis ich wieder eine entsprechende Antenne auf meinem Router montiert habe. Passend zu seiner Aufgabe habe ich diesen übrigens nach dem ersten Wettersatelliten im All benannt. Somit trägt er den Hostnamen Tyros. Wie ihr seht, fehlt im Rack noch einiges, wie zum Beispiel mein NAS oder auch eine permanente Lösung für die Belüftung. Auch die Verkabelung ist noch nicht wirklich ordentlich überall. Allerdings habe ich dazu schon einiges geplant und auch die ein oder andere Komponente bereits bestellt. Wenn ihr also die nächsten Videos zum Serverschrank nicht verpassen wollt, dann abonniert mich am besten kostenlos über den Button unter dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.